So, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich begrüße Sie zum heutigen YouTube-Video. Das Ganze wird heute mal etwas anders sein. Wir machen nämlich ein Reaktionsvideo. Das habe ich bisher noch nie gemacht, aber ich habe mal Lust drauf. So, um wen wird sich das ganze Thema drehen? Und zwar um die liebe Johanna. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Anna, über wen redest du? Also wenn ihr das nicht mitbekommen habt als Deutsche, dann weiß ich auch nicht, dann lebt ihr, glaube ich, hinterm Mond. Und zwar, die liebe Johanna ist ein sehr sympathisches Mädchen, würde ich jetzt mal meinen. Ist durch ihre TikTok-Videos durch die Decke geschossen, würde ich doch mal sagen. Und zwar mit ihrer Ernährungsform. Da fragt man sich doch dann auch gleichzeitig, haben wir irgendwie nichts Besseres zu tun, als über eine Ernährungsform von irgend so einem dahergelaufenen Mädchen zu reden? Nein, haben wir wohl nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich auch hypnotisiert von ihren Videos und konnte nicht wegschauen, wenn die mir auf meiner For You auf TikTok angezeigt wurden. Falls ihr es wirklich noch nicht mitbekommen habt, sie ernährt sich vegan, was super ist, wirklich. Ich unterstütze jeden und sag auch zu euch, probiert vegan sein. Das ist ganz toll. Ich selber bin nicht vegan, aber unterstütze einfach den Lifestyle sehr. Naja, und das Ding ist, wie und in welchen Mengen sie isst, wird hier sehr angeprangert. Und ich würde sagen, wir nehmen uns ein Beispielvideo und gucken das zusammen an und reagieren jetzt einfach mal drauf. Ich esse ja immer das, worauf ich Bock habe und was mich gut fühlen lässt. Und an dem Tag ging es natürlich wieder los mit Eiscreme. Ich habe aber diesmal noch eine Maracuja mit dazu gemacht. Ich liebe die Kombination Banane-Maracuja, aber ich habe es noch nie als Eis gegessen. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich 1 oder 2 mehr Maracujas dazu machen, damit der Geschmack noch intensiver ist. Aber es war mega gut. Also, das Frühstück besteht aus bekanntlich Bananen. Und ich würde sagen, dadurch wurde sie am meisten bekannt, weil sie wirklich am Tag, ich glaube, bis zu 10 Bananen oder sowas isst. Und da ging es halt wirklich ab. Das ist halt schon heftig, wie in den Kommentaren über sie diskutiert wird. Weil, ja, sie isst zum Frühstück ein Bananeneis, was ich wirklich über alles liebe. Also das schmeckt so geil. Ich habe darüber ja sogar ein eigenes E-Book gemacht. Also da ist der Link auf jeden Fall mal in der Description. Ich glaube, das ist mit mein absolutes Lieblingsessen. In the whole world, I tell you. Also diese Bananen sind jetzt hier gefroren. Man sieht jetzt nicht so ganz, wie viele Bananen es schlussendlich sind, aber ich würde schon meinen, das sind bestimmt so 5 bis 6 Bananen. Wenn ich mir mein Eis mache, dann mache ich so aus 3, 4 Bananen mal meine Eiscreme. Das kann man schon mal machen, aber ich glaube, zum Frühstück könnte ich mir auch einfach nicht so eine Menge kalte Masse in den Bauch hauen. Deswegen, ja, dann macht sie noch eine Maracuja rein. Das ist, habe ich jetzt tatsächlich noch nie so getestet. Die Kombination Banane-Maracuja. Also ich würde sagen, mit dem Frühstück bin ich noch so halbwegs d'accord. Wir schauen weiter. Immer das, worauf ich Bock habe. Danach hatte ich einfach noch ein paar Bananen so als Snack. Dann noch ein paar Bananen als Snack, 3 Stück. Jetzt sind wir insgesamt, würde ich mal sagen, bei 5, 6, 7, 8 Bananen. 8 Bananen an einem Tag. Freunde, das ist so crazy. Und naja, ich habe ja auf TikTok versucht, dieses Video über ihre Ernährungsform mal nachzumachen. No chance. Das war richtig witzig. Vor allem, also, weil, wisst ihr, ich glaube, Bananeneis, okay, das kann ich essen, weil das liebe ich halt einfach auch. Aber sie macht es meistens, dass sie morgens einen Bananenshake isst und da haut sie halt wirklich 8 Bananen in einem Stück in den Mixer und trinkt dieses ganze Glas durch und das ist bestimmt so groß. Deswegen, crazy. Und auch nochmal, ich will hier das auch kurz nochmal erläutern. Das soll kein Hate gegen sie sein. Sie ist bestimmt ein ganz liebes Mädchen. Aber ich möchte einfach vielleicht auch ein bisschen Awareness schaffen, weil sie hat wirklich kranke Aufrufzahlen. Also wirklich jedes Video kriegt fast 1 Million Aufrufe auf TikTok und Instagram. Wisst ihr, jeder soll machen, was er will. Ich urteile auch nicht über Leute, die jeden Tag morgens, Mittag, abends ohne Ende Fleisch essen. Jeder soll machen, was er möchte. Aber in dem Punkt, weil sie so heftige Aufrufzahlen kriegt, finde ich, muss man sich dem schon widmen oder halt einfach auch sagen, Leute, ihr könnt es gerne schauen, aber bitte nehmt euch das nicht als Beispiel und ernährt euch auch so, weil als ich jung war, hatte ich eine ziemlich ordentliche Essstörung und bin auch auf diesen
Lifestyle gestoßen. Damals hieß es noch 80-10-10. Und da bin ich auf die Freely, the Banana Girl, die ist nochmal ein Stück krasser wie sie jetzt, gestoßen. Die hatte einen mordskranken Körper. Und ich habe halt gesehen, wie sie 10 Bananen am Stück gegessen hat. Einen Smoothie aus 20 Datteln mit Wasser aufgefüllt. Es war so ein Hafen, hat sie alles leer getrunken. Deswegen hat mich das damals so krass getriggert. Und ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt genauso ernähren. Da ist kein Fett und wenn man kein Fett isst, nimmt man ja auch nicht zu. So habe ich damals gedacht. Und wenn man schon so in diesem Rad drin ist, sie sagt ja am Anfang dann noch, dass sie irgendwie 8 Kilo damit abgenommen hat, dann finde ich es dann wiederum schwierig. Deswegen mache ich einfach dieses Video, um einfach zu zeigen, bitte ernährt euch nicht so. Und ich meine, das aus meinem Mund ist krass, weil ich ernähre mich unfassbar viel von Obst und Gemüse. Also ihr kennt mich, vor allem die mich von TikTok hier schauen. Aber ja, so viel dazu, wir schauen mal weiter. Und ich habe einfach so Resteverwertung gemacht. Ich hatte noch so ein Mini-Stückchen Lauch übrig. Dann hatte ich hier noch eine Zwiebel und dann hatte ich noch so einen Rest von dem Kohl. Den habe ich einfach in die Pfanne reingemacht. Dann Tomatenmark, Sojasauce, Wasser und Salz dazu. Und das habe ich dann köcheln lassen. Das ist auch so geil, weil sie benutzt ja kein Öl. Deswegen kann sie nichts anbraten. Deswegen haut sie das alles so einfach so rein. Aber das wird doch so wabbelig, schleimelig. Voll ungeil, oder? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist einfach so gekocht. Also ich weiß auch, die Anfangsvideos, die ich von ihr gesehen habe, die waren wirklich so Salz, Zucker und Basilikum oder so für eine Tomatensauce, das war's. Und da kann doch so viel mehr rein, dass das so eine richtig geile Tomatensauce wird. Aber ja, so viel dazu. Dann habe ich mir noch Klöße dazu gemacht. Ich schneide die dann immer hier in so Stückchen und mache dann da einfach Klöße draus und versuche, dass sie so gleich groß wie möglich sind. Und dann habe ich ja einfach das Gemüse auf den Teller gemacht, die Klöße dazu und ich habe die dann noch so ein Entschuldigung, da müssen wir kurz anhalten. Freunde, das ist so krass. Genau das habe ich nachprobiert. Also sie hat ein bisschen eine andere Soße dazu gemacht. Ich habe versucht, 8 Klöße zu essen. Nach 2 konnte ich nicht mehr. Es ging nicht mehr. Da war kein Platz. Jetzt stellt euch mal vor, 8 Klöße. 8 Klöße, das ist mind-blowing. Das ist so krank. Vor allem, also noch eine Side-Story. Ich habe 2 ältere Brüder. Und wir sind immer vor Weihnachten sind wir einmal ganz essen gegangen. Jedes Jahr. In so einem Restaurant. Und damals habe ich auch noch Fleisch gegessen. Tatsächlich habe ich es auch noch gemacht. Und da gab es Semmelknödel. Und die waren wirklich auch so groß. Und die haben dann angefangen, ein Wettessen zu starten. Also ich glaube, die waren da so 18 oder so. Rekord von meinem Bruder war 10 Klöße. 10 Klöße. Aber wisst ihr, der war da Pubertät, ist gerade am Wachsen gewesen und ein Kerl, ein Schrank, ist 1,90 groß. Er konnte nicht mehr. Also das war Tutti. Und man muss dazu sagen, meistens haben wir es dann so gemacht, dass wir nur an dem Tag einfach da essen gegangen sind und morgens hat er, glaube ich, eh nie irgendwas gegessen und vielleicht hat er abends noch irgendwie einen Burger oder keine Ahnung gegessen. Aber das ist so crazy. Ich komme gar nicht drauf klar. Gemacht, weil ich mir noch so vegane Bratensoße dazu gemacht habe. Und wisst ihr, ihre sind ja, glaube ich, noch mal schwerer, weil Semmelknödel, die sind ja schon so ein bisschen trockener und nicht so bappig, aber ihre, die stopfen ja noch mal 10-mal mehr, weil das sind ja so Kartoffeln und so, die ziehen sich ja wie Kaugummis. Boah, leck. Ja, ich finde die Kombination einfach mega, mega lecker. Das habe ich mir dann schmecken lassen. Und dann irgendwie auch so eine wilde Kombi. So eine Tomatensoße mit Bratensoße. Nein, oh, ich weiß ja Danach nicht. hatte ich dann abends noch einfach die Reste davon gegessen. Und dann hatte ich noch Bock auf was Süßes und habe Puddingsuppe gekocht. So geil. Boah, ich liebe dieses Mädchen. Und wisst ihr, was ich so geil finde? Sie zieht's knallhart durch. Ihr ist das scheißegal. Was? Wirklich, ihr müsst mal unter diesen Kommentaren, also das ist schon auch manchmal ein bisschen gemein, muss ich ganz ehrlich sagen, was man da so drunter schreibt, das muss man einfach auch nicht. Ich wüsste auch ehrlich mal gern, wie sie so damit klarkommt. Eine Puddingsuppe! Leute, was ist das? Nee. Also, und dann habe ich das natürlich auch direkt nachgemacht. Das schmeckt so scheiße. Entschuldigung, aber es schmeckt so strange, wirklich. Ich muss mich mal hier wieder ein bisschen runterfahren. Aber ich finde es einfach so geil. Naja,
Eine Puddingsuppe besteht einfach darin, dass man ein Puddingtütchen mit Wasser mischt und ein bisschen Zucker reinmacht. Und ich habe das mit Schokopudding Habe ich es mit Schokopudding gemacht? Naja, und das Ding ist, es war okay. Aber mit Milch ist es 10-mal geiler, weil das wird dann halt so geschmacklos, so fad, so laschi, so, ich weiß nicht, warum man sowas essen sollte. War aber auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. Man muss aber dazu sagen, ich habe auch ein Video von ihr gemacht, wo sie eine, was war das, Blaubeersuppe gemacht hat. Das war so geil. Das war so lecker. Boah. Also dafür liebe ich sowas halt, wenn man so durch TikTok einfach solche Sachen sieht und denkt so, okay, das muss ich jetzt ausprobieren. Und dann schmeckt es auch noch. Das finde ich eigentlich ganz geil. Vor allem, Leute haben dann auch unter mein Video geschrieben, Anna, probiert das jetzt mal. Leg da drauf jetzt Grießknödel rein. Oh, wenn ich mir das dann so vorgestellt habe, boah, das wäre, glaube ich, Next Level. Und dann noch Vanillesoße drauf. Herrlich. Also, das war es auch schon, was sie so an einem Tag gegessen hat. Und so sind halt permanent irgendwie Videos halt drin. Und das Krasseste ist halt einfach diese Bananenanzahl. Zusammenfassung. Und wisst ihr, was ich irgendwie auch interessant finde? Wie sowas immer so Hypes hat. Also, sie war auf meiner For You gefühlt jeden Tag einmal vor so 3 Wochen. Und jetzt, seit 3 Wochen, habe ich die kein einziges Mal mehr gesehen. Ich finde sowas so crazy, wie TikTok da einfach so Leute so durch die Decke haut. So, und wegen was kriegt sie jetzt eben so Hate? Also erstens wegen ihren krassen Mengen und dass sie so einen hohen Fructosegehalt isst und halt, was ich nicht gut finde, ist, dass sie kein Fett zu sich nimmt, weil das habe ich damals auch gemacht. Mit ihrem Fructosegehalt, da finde ich es dann wiederum schwierig zu sagen. Also ich habe da auch noch nie irgendwas gemerkt. Und also im Sommer, bin ich ganz ehrlich, esse ich fast ausschließlich nur roh und Obst. Weil ich erstens nicht so schweres Zeug in meinem Magen haben möchte und weil ich es auch einfach gar nicht so viel Hunger habe und irgendwie nicht fühle. Deswegen, ich war ja letztes Jahr auch in Thailand und vorletztes Jahr und habe da ein roh-veganes Retreat mitgemacht, wo man sich ausschließlich nur von rohem Zeug ernährt hat und also von Obst und Gemüse nur. Und die das Retreat gehostet haben, die ernähren sich, glaube ich, seit 10 Jahren oder so roh, komplett. Aber leben natürlich auch in Thailand. Also, ne, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Da gibt es so viel und so viele unterschiedliche Sachen. Dagegen haben wir es hier in Deutschland natürlich schon schwierig. Und ich glaube, während dem Winter könnte ich das auch einfach nicht, weil da braucht man ja schon auch mal irgendwie so was Warmes, wenn es hier draußen Schnee liegt und so weiter. Also, so viel dazu. Zur lieben Johanna. Und ich habe euch doch vorhin erzählt, dass die Kommentare ziemlich fragwürdig unter den Videos sind. Und ich habe jetzt hier gerade mal reingeguckt nochmal. Zum Beispiel das Video hat 35.000 Likes. Das ist so krass. Und wegen ihr sterben die Affen aus. Also zum Beispiel. Oder was ist denn eine Puddingsuppe? Das sah aus wie geschmolzene Butter. Jetzt hier, alle reden über die Bananen. Aber wie zur Hölle kann man 8 Klöße essen? Das ist halt wirklich wahnsinnig. Oh Mann, das ist schon mies, ey. Oh, es tut mir so leid. Also wirklich von ganzem Herzen. Ich meine das nicht böse. Ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht nach ihr richten soll. Und dass das nur eine Ernährungsform ist von ihr, dass man sich aber kein Beispiel dran nehmen soll. Aber das ist auch geil. Für die das Rezept brauchen für Eiscreme, der Maßstab von Maracuja zum Banane ist circa 1:24. Das ist alles, aber kein Kochen. Ja, hier, siehst du, da haben wir das auch wieder. Aber wieso nur köcheln und nicht mal was anbraten? Die köchelt alles. Alles ist bei dir totgekocht. Dieses Kommentar hat fast über 5.000 Likes und wer kennt's nicht, die Puddingsuppe. Also sie ist wirklich ganz bekannt dafür geworden. Ich glaube, das kannte davor irgendwie keiner. Also ich habe davon noch nie gehört. Ja, und so geht's halt immer weiter. Ich habe noch nie ein Reaktionsvideo gemacht. Es fühlt sich irgendwie innerlich nicht so ganz richtig an, weil man einfach über so eine Person redet öffentlich. Ich weiß nicht, macht man sowas? Aber ich habe da letztens auch so 2 Videos gesehen von jemand anderem, der auch auf eine andere Person reagiert hat. Und ich habe es super gerne geschaut. Ich habe es wirklich super gern geschaut. Man gossipt halt doch irgendwie gerne, gell? Also, ja. Aber, wie gesagt, kein Hate. Es ist einfach nur ein kleiner Talk zwischen uns. Und
meinen es auf gar keinen Fall böse. Das ist immer, das finde ich ist das Wichtigste, dass man das dazu sagt, weil ich möchte hier keine Schande über irgendjemanden verbreiten. Das ist mir ganz wichtig. Ich halte ziemlich viel von Karma. So wie man in den Wald hinaus schreit, kommt es definitiv auch wieder zurück in irgendeiner Form. Ja, aber möchte einfach auch nur für eure Sicherheit und für vor allem irgendwie junge Boys and Girls, die das irgendwie schauen und die sich dann ein Beispiel daran nehmen, möchte ich sagen, nein, bitte nicht, weil ich war damals genauso und habe mich richtig toll von irgendwelchen bescheuerten Ernährungsformen influenzen lassen, wie man das so schön sagen kann in dem Fall. Ja, das war unser sonntagliches Video von heute. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr so Reaktionsvideos feiert, weil ich habe Spaß dran. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt noch eine Runde mit dem Hund raus und wir sehen uns im nächsten Video.